Hallo zusammen, das ist MJ Update bei Harry. Ich bin euer Harry und ja, willkommen auf meinem Kanal. Jetzt zum Jahresende möchte ich die Zeit nutzen und mich bei euch bedanken dafür, dass ihr diesen Kanal so unterstützt, dass ihr mich abonniert habt, dass ihr Folgen liked, dass ihr kommentiert oder aber auch, dass ihr einfach nur Watchtime auf meinem Kanal verbringt. All das wirkt sich positiv auf den Kanal aus. Dafür danke ich euch. Ich finde das super, dass Michael Jackson so eine lebendige Fankultur in Deutschland hat, auf verschiedenen Plattformen, hier auf YouTube, aber auch auf anderen Plattformen der sozialen Medien sind viele Michael Jackson-Fans unterwegs, die Michaels Legacy im deutschsprachigen Raum eben aufrechterhalten. Und das ist ja das, weswegen ich auch hier bin. Michael Jackson verdient es, nicht vergessen zu werden. Bei allen negativen Schlagzeilen, die es gibt. Michael Jackson hat so viel Gutes getan im Laufe seines Lebens, dass man einfach das nicht vergessen sollte. Und natürlich abgesehen seine ganze Kunst. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mich hier so unterstützt, dass ihr diesen Kanal auf YouTube, vielleicht ist es einer der größten Michael Jackson Kanäle im deutschsprachigen Raum, müsste mal jemand auch rausfinden. Dafür bedanke ich mich bei euch. Ja, dieses Jahr hat einiges gebracht. Ich war unterwegs und habe euch überall hin mitgenommen, wenn irgendwas mit Michael Jackson zusammenhing. Ich war in München zweimal, einmal beim Denkmal, später bei den Jacksons. Ich habe euch mitgenommen zu Janet Jackson. Ich habe diverse Folgen über Michaels Schaffen gemacht. Einmal über We Are the World, die We Are the World Chroniken. Aber auch die Michael Jacksons Bad-Vision habe ich euch mitgenommen und euch erzählt, was hätte aus dem Album werden können, wenn Michael vermutlich alleine alles hätte entscheiden können. Eine Geburtstagsfolge habe ich gemacht, MJ 66 zu seinem 66. Geburtstag. Ein paar Newsfolgen, einmal über den Jahresanfang, über andere Prominente. Sie haben gesagt, gab es eine Sonderfolge. Ein Storytelling-Spezial. Ich habe euch mitgenommen auf mein allererstes Michael Jackson-Konzert. Das war damals in Amsterdam. Und es gibt eine ganze Reihe von Sonderfolgen, die ich rausgebracht habe. Merch-Folgen, New in My Collection. Das ist ja die neue Serie in diesem Jahr, die ich etabliert habe, wo ich halt ein Merch präsentiere, damit das so ein bisschen aus den regulären Folgen rauskommt. Dann gibt es die On-Tour-Folgen, wo ich halt Live-Mitschnitte zeige, wie zum Beispiel vom Madonna-Konzert oder das Michael Jackson-Musical zuletzt. Da sieht man Miles Frost aus London oder Bennett Monteiro aus Hamburg, die ihre Schlussapplaus, dieses Encore oder Zugabenblock, den man mitfilmen darf, den habe ich da veröffentlicht. Und auch das könnt ihr euch auf meinem Kanal anschauen. Jetzt zuletzt und auch Anfang des Jahres war ich ja bei beiden Musical-Eröffnungen dabei. Einmal bei der Preview in London von MJ The Musical und jetzt im Herbst, im Winter, Anfang Dezember, gar nicht so lange her, war ich bei der großen Deutschland-Premiere von MJ Das Michael Jackson Musical. Über beides gibt es auch Sonderfolgen und mir macht das wahnsinnig Spaß, hier diese Folgen zu machen. Diese langen Folgen brauchen auch immer viel Zeit in der Arbeit. Das ist ja alles Freizeit, was ich mache. Ich setze mich dann hin und schneide das abends und zu hoffentlich interessanten Folgen, die euch Spaß machen anzuschauen. Diese langen Folgen zu schneiden, ist immer sehr aufwendig. Und wenn ihr merkt, dass auf meinem Kanal gerade mal so 1, 2, 3 Wochen keine neuen Folgen kommen, hängt das garantiert damit zusammen, dass ich gerade irgendwo im Schnitt festhänge. Und daher gibt es diese langen Folgen, da bin ich manchmal auch eine Woche, 1,5, 2 Wochen dran am Schneiden. Die kurzen Folgen die gehen etwas schneller im Schnitt, aber im Endeffekt muss man da auch Zeit reinstecken, damit die halbwegs gut ausschauen. Und das hoffe ich, dass das der Fall ist. Gerade wenn man so Sachen einblendet oder wenn man verschiedene Sequenzen hat von vor Ort und dann manches filme ich dann ja hier in dieser Kulisse nochmal nach oder bespreche das nach oder ich mache nochmal Tonspuren, die ich hinterlege. Und das ist schon ein bisschen Arbeit, die mir Spaß macht. Aber daher schaffe ich das auch nicht, so regelmäßig zu sagen, jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge oder jeden Freitag oder jeden Mittwoch und Freitag. In der Regel könnt ihr euch auf meinem Kanal so vorstellen, diese langen Folgen kommen immer zum Wochenende, freitags.
Und diese anderen Folgen, New in My Collection oder On Tour oder auch so Sonderfolgen wie das hier, was ich auch gerade mache, die kommen einfach an anderen Tagen. In der Regel, ja, dienstags, mittwochs, aber ich bin da nicht festgefahren. So werde ich auch im neuen Jahr weitermachen. Ich habe noch keinen Plan, was die nächste Folge sein wird. Ich habe noch einige New in My Collection Folgen abgedreht. Die liegen bei mir noch im Schnitt. Da bin ich auch noch nicht zugekommen, weil die neuen Folgen, diese langen Folgen, haben dann ja Priorität. Ja, das ist so ein kleiner, schneller Jahresrückblick. Das war 2024 und der Ausblick ins nächste Jahr mit hoffentlich vielen weiteren Folgen rund um MJ Update und New in My Collection und On Tour. Ich bin gespannt, was das neue Jahr bietet. Das Biopic wird es ja geben, Ende des Jahres. Dann wird es vielleicht nächstes Jahr auch wieder die Kingvention in London geben. Kann man sich auch schon mal vormerken. In Australien, das MJ The Musical Australien wird es nächstes Jahr geben. Da werde ich aber nicht hinreisen. Das ist mir ein bisschen zu weit und ja, das ist es mir auch nicht wert, einmal um den halben Globus zu reisen. Ja, das war mein kleiner Jahresrückblick. MJ Update bei Harry 2024 und ein kleiner Ausblick auf 2025. Ich bin sehr gespannt, was nächstes Jahr so alles passieren wird, was kommen wird. Hier auf dem Kanal werdet ihr vielleicht auch mitbekommen. Ich freue mich darauf, wenn wir auch nächstes Jahr zusammen durch das Michael Jackson Jahr gehen können. An dieser Stelle wünsche ich euch nochmal alles Gute zu Weihnachten, ein besinnliches Fest, macht's euch gemütlich, wie auch immer ihr diese Zeit feiert, oder eine schöne Winterzeit, wenn ihr eben Weihnachten nicht feiert. Wir sehen uns wieder spätestens mit neuen Folgen im neuen Jahr. Jetzt in den nächsten Wochen gibt es auf jeden Fall noch ein paar vorproduzierte New in My Collection Folgen, die ich euch nach und nach präsentiere. Und damit verabschiede ich mich aus 2024 und bis nächstes Jahr. Macht's gut. Ciao.